Herzlich willkommen bei diesem Radreisevideo. Wir sind noch unterwegs in Elsass auf unserer Osterradtour 2025. Es ist das Video Folge 2 und wir sind am Tag 3 unterwegs von Neubreisach bis nach Straßburg-Illkirch. Ja, heute geht es entlang, diesmal nicht am Eurovelo 15, nicht am Rheinradweg linksrheinisch, sondern wir versuchen es mal am historischen Elsasskanal. Ihr seht, der Kanal ist da gerade links von uns und relativ klein. Es ist also nicht der aktuell offizielle Elsasskanal, sondern ein Kanal, der früher mal in Betrieb war, sicher ein sehr, sehr alter Kanal. Und da das nicht der offizielle Radweg ist, ist es nicht ganz so schick ausgebaut mit Schildern, Picknickbänken und so weiter. Aber es ist eine schöne, angenehme, ruhige Strecke. Mit den Promptens kann man da auch noch gut langfahren, obwohl wieder kein Asphalt ist. Aber es gefällt uns sehr, besonders landschaftlich, gerade mit den vielen Bäumen. Es ist angenehm schattig und das Wetter ist heute aber auch deutlich besser als gestern, denn heute kommt tatsächlich die Sonne raus. Ja, und wie ihr seht, es wird auch hier an dem Kanal nicht langweilig, denn auch hier kommt immer mal ein Wehr, eine Schleuse oder einfach nur ein paar Picknickbänke. Ihr seht, hier tauchen auf der linken Seite schon wieder die ersten Picknickbänke auf. Ja, da fahren wir jetzt einfach mal dran vorbei, denn wir sind noch frisch und fit und heben uns die Pause für das nächste Wehr auf. Das seht ihr jetzt hier schon kommen. Wir schauen uns mal dieses Wehr oder diese alte Schleuse genauer an und nutzen die Pause auch, um eine erste Schicht Sonnencreme aufzulegen. Denn es wird heute echt sehr gutes Wetter werden. Nach der Pause geht es direkt weiter am Kanal und jetzt haben wir mal eine sonnige Passage. Genießen das schöne Wetter. Ja, hier ist es doch einfach wunderschön entlang zu fahren. Hier sieht man jetzt, der Straßenbelag wechselt. Es ist auch einmal eine kurze Gravel-Strecke für uns dabei. Das war tatsächlich nicht ganz so einfach mit den Promptens zu fahren, aber es war noch machbar. Wir mussten also nicht schieben. Das ist jetzt an dem heutigen Tag 2-3 Mal vorgekommen, dass so ein paar hundert Meter entlang der Strecke das alles ein bisschen schotterig war. Und später haben wir auch Baustellenschilder gesehen, die darauf hingewiesen haben, dass dieser Bereich zur Strecke für den Eurovelo 15 gerade umgebaut wird. Hier links im Bild sieht man jetzt einen Bunker, an dem ich vorbeifahre, und da vorne wieder leicht links im Bild ist der nächste zu sehen. Diese Bunkeranlagen gibt es hier entlang des Kanals und wir haben uns den einen Bunker auch mal etwas genauer angeguckt. Hier sieht man jetzt, wie ich hinten um den Bunker rumlaufe und der andere kommt auch schon dazu. Diese Bunker sind also noch zahlreich vorhanden, sind auch in erstaunlich gutem Zustand. Also ich hätte gedacht, dass da nach 80, 85 Jahren doch viel mehr verwittert ist. Aber leider sieht das alles noch sehr, sehr intakt aus.
Ja, und auch das gibt's mal. Hier gibt's zwei Wege, die parallel nebeneinander sind. Und ich habe mich spontan für den schlechteren entschieden gehabt. André weist mich auch direkt darauf hin, dass doch das Abbiegen hier sinnvoll gewesen wäre. Und natürlich wende ich dann gleich und wir nehmen den besseren, den asphaltierten Fahrradweg, um weiterzufahren. Das haben übrigens nicht alle Radler gemacht, es waren auch welche dabei, die haben dann die Schotterpiste bevorzugt. Hier sind wir jetzt angekommen an unserem ersten Picknickplatz für heute in Sundhausen und es gibt Radieschen, Kaffeepudding, Salate, Baguette und Aufstrich. André schmeckt's, mir dann auch gleich. Dann können wir gut gestärkt wieder weiterfahren. Wir fahren in Sundhausen noch ein paar landwirtschaftliche Wege und suchen uns dann dort gerade wieder den Weg zum Kanal zurück. Hier gibt es also mal eine kleine Steigung, das ist dann nur der Bereich, der zum eigentlichen Radweg zurückführt. Also einmal geht es hier über den Kanal drüber aus Richtung Sundhausen und wir biegen dann gleich links ein, um wieder an den Kanal entlang zu kommen. Auch hier sieht man, die Wege gehen easy mit den schmalen Bromptonreifen, null Problemo. Und endlich sieht man auch mal ein paar andere Radreisende. Heute ist es doch relativ sonnig und da sieht man auch mehr Leute an der Strecke, die mal ein ausgiebiges Picknick machen oder ein Päuschen anderer Art. Hier diese Unterführungen im Kanal sind alle sehr typisch. Ich befürchte, das könnte im Sommer relativ eng werden, wenn deutlich mehr los sein wird als jetzt im Moment. Wie ihr hier sehen könnt, macht das jetzt so richtig Spaß, auch bei schönem Wetter, bei Sonnenschein, in der Wärme auch mal ganz gemütlich hier am Kanal lang zu radeln. Einfach ja, den Ausblick genießen, links und rechts mal schauen, was ist so alles los, wo gibt es Angler, wo gibt es manchmal Boote, Wanderer, andere Radler. Also das ist einfach schön zu sehen. Hier auch gerade mit den Hausbooten, da sahen auch einige von richtig bewohnt aus und auch immer wieder Radler vor uns und hinter uns. Also das war einfach ein schönes Beisammensein. Wir kommen jetzt hier an einem Picknickplatz vorbei mit Schleuse und Bänkle und allem Möglichen. Da machen viele Leute Pause und wir haben uns auch entschlossen, mal hier kurz an der Schleusenmauer Halt zu machen, ein Müsliriegel einzuwerfen und die Sonne einfach zu genießen. Aber schon geht's weiter, denn wir haben natürlich noch ein paar Kilometer heute vor uns. Unser Ziel ist ja Straßburg-Illkirch. Also ein Vorort von Straßburg. Wir haben nochmal einen Pausenplatz gefunden hier mit Bänkle, wenn es auch ein etwas älteres Bänkle ist. Und ja, wir essen noch die Paradieschen und den Kaffeepudding, den wir noch in unseren Vorräten haben, um etwas Kraft zu sammeln für die letzten Kilometer, die heute anstehen. Und man sieht hier schon, es wird alles mal etwas industrieller. Das ist jetzt die Gegend um Kraft. Kraft heißt der Ort. Ja, nicht wirklich besonders ansprechend, aber ich meine, etwas Industrie muss halt auch mal überall sein. Hier wird es dann schon wieder schöner. Es gibt wieder einige Hausboote zu sehen. Da waren auch durchaus ein paar ganz hübsche dabei.
Und an dieser Stelle hier ungefähr 10 Kilometer vor Straßburg sieht man nochmal einen schönen Picknickplatz. Viele Radler nutzen das nochmal, um eine Pause zu machen, bevor es in den Stadtverkehr geht. Nochmal ein Picknick machen, was trinken, vielleicht nochmal Sonnencreme auftragen. Ja, und dann ist es nicht mehr weit bis nach Straßburg. Ihr seht jetzt gleich unten auf dem Radweg ein F auf rotem Hintergrund. Das ist ein Hinweis für einen städtischen Radweg. Die sind hier gekennzeichnet um Straßburg rum mit A bis F und führen also von den Vororten bis nach Straßburg rein. Wir hatten jetzt nur noch 7 Kilometer vor uns, aber ich bekam noch mal ein Hüngerchen. Deshalb haben wir noch mal Pause gemacht an diesem schön dekorierten Picknickplatz. Und schon ging es weiter. Ja, da, wenn die Straßenbahn fährt, merkt man, man ist im städtischen Bereich. Also kann das Hotel nicht mehr weit sein. Und schon sind wir angekommen. Das ist jetzt das Adagio Hotel in Straßburg-Illkirch. Ja, mir war wichtig, heute Abend eine kleine Küchenzeile zu haben, denn ich wollte gerne noch was einkaufen und uns was Leckeres kochen. Das Hotel hat 70 € für eine Nacht gekostet, ohne Frühstück, aber dafür mit Küchenzeile, auch mit Kühlschrank, dass wir wieder einkaufen konnten. Wir waren dann noch einkaufen im Ocean und haben uns hier ein Abendessen gekocht in unserer Mini-Küche. Ja, jetzt kann ich sagen, vielen Dank fürs Reinschauen und weiter geht's mit der nächsten Folge in einer Woche. Vielen Dank fürs Schauen, Liken, Kommentieren. Bis dann. Tschüssi.